Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt es die Spieltagsvorschau vor dem Spiel gegen den VfL Bochum. Es wird ein sehr, sehr interessantes Duell, es wird das Kellerduell, es wird das entscheidende und richtungsweisende Duell, auch für vielleicht das Sander-Duo, auch wenn dieses wahrscheinlich nach dem Spiel definitiv noch weitermachen wird. Denn dafür hat es das Vertrauen bekommen. Aber es ist vor allem so wichtig, weil man als nächstes zum stärksten Gegner der Liga muss, nämlich beziehungsweise der stärkste Gegner zu einem kommt, nämlich Paderborn. Wir würden aber zuerst auf den Gegner blicken, das ist nämlich der VfL Bochum. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Lasst gerne eine positive Bewertung da, würde mich sehr freuen und damit let's go. Ja, Bochum hat zuletzt wieder eine stärkere Form gehabt, hat vor allem das letzte Spiel ordentlich rasiert da und haben Bochum geschlagen. Bochum, nein, die haben nicht Bochum geschlagen, die haben im DFB-Pokal gewonnen und das gegen Augsburg, das ist nicht schlecht, sind aber aktuell 17. Platz mit 7 Punkten, auch das gehört soweit dazu, 2 Siege, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen, Schlüsselspieler dabei sind oftmals Onyenka, Horn und Hoffmann für mich, das sind so die entscheidenden Spieler, vor allem Onyenka zuletzt sehr, sehr stark. Spielsystem ist das 4-1-4-1, verletzte gesperrte Spieler sind Vogt, Sissoko und Bero vielleicht. Das weiß man noch nicht, der Kapitän könnte eventuell noch zurückkommen. Mögliche Startelf habe ich hier zusammengebastelt. Horn wird so wie immer im Tor stehen. Morgala sehe ich rechts, Lusli und Strumpf in der Mitte. Und Wittek links außen, so wie er immer spielt. Das ist so die wahrscheinlichste Innenverteidigung Zusammenstellung aktuell. Könnte aber auch sein, dass vielleicht Paslak für Morgala startet und Morgala wieder ins Mittelfeld kommt. Weiß niemand, aber es sieht sehr danach aus, dass es so sein wird. Denn es gibt eigentlich keinen Grund für Änderungen. Nach dem DFB-Pokalspiel Lenz wird im Mittelfeld spielen, beziehungsweise das zentrale defensive Mittelfeld bespielen. Ruprecht rechts außen, Bettchen im Mittelfeld. Onyenka habe ich auch nach hinten gezogen. Ich glaube, das ergibt mehr Sinn. Holtmann links und Hoffmann wieder im Sturm. Das ist die einzigste Änderung. Damit kommen wir zu uns. Zu unserem Kader. Es sieht aktuell wieder relativ gut aus, kadertechnisch. Wir haben eine gute Woche hingelegt. Wir haben die letzten 2 Spiele gewonnen. Die letzten 3 Spiele zu 0 gestaltet. Es ist ein positiver Trend. Das war wichtig, das habe ich auch klar gesagt. Wenn du jetzt dein positives Ding machst, Punkte holst, kann es wieder gut werden. Die Euphorie ist im Verein zurück, vor allem wenn du gegen Bochum gewinnst. Und dann vielleicht noch ein Sieg gegen Paderborn, dann sieht es wieder gut aus. Das möchte ich klar so sagen. Aber verlierst du gegen Bochum, ist wieder alles verdammt schlecht. Damit haben wir aktuell 7 Punkte aus 10 Spielen. 2 Siege, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen. Schlüsselspieler sind dabei oftmals Artig, Ulrich und Matthiesen gewesen. Spielsystem ist das 3-4-2-1. Verletzte gesperrte Spieler sind aktuell Zukowski, Lurik, Chahed und Hugonet. Ja, damit haben wir einen fast vollständigen Kader zur Verfügung. Der einzigste schmerzhafte Verletzte ist tatsächlich Hugonet. Lurik könnte man dazu auch noch zählen. Zukowski und Chahed kann man aktuell gar nicht einschätzen, weil die noch nicht unter dem neuen Trainer fit waren. Ich glaube, das passt so ganz gut. Ja, Ibold und Sander kennen die Aufgabe, sie ist klar. Die Startelf kommt hier. Reimann im Tor, Matthiesen, Heber, Müller, die haben sich gut eingespielt, wieso nicht gleich starten lassen. Musonda sehe ich rechts, Neuenberger links. Mittelfeld bleibt damit so, wie es auch sein soll. Ulrich und Michel im Mittelfeld. Michel hat ein sehr, sehr gutes Spiel wieder gemacht. Gefällt mir richtig gut, der Junge. Artig links außen, Pesch, ich würde ihn gerne sehen. Er hat sich das verdient nach dem DFB-Pokalspiel. Rechts außen, aber ich denke mal eher, dass Herrscher starten wird. Aber das ist einfach nur mein Wunsch. Ich würde es ihm gönnen, auch gegen Grieb über. Würde mich sehr interessieren, wie das ausgeht. Bräunig im Sturm. Ich bin immer noch kein Bräunig-Fan. Er hat aber jetzt mal Tore geschossen. Das ist gut fürs Selbstbewusstsein. Vielleicht macht er dann da einfach bei Bochum weiter. Manchmal ist es einfacher als Stürmer. Aber auch Armström. Ja, ich würde eigentlich am liebsten Unai sehen, so ist es, aber ich denke mal, es wird einer der beiden Stürmer werden. Ich tendiere eher zu Bräunig aktuell, weil er halt aktuell die Tore schießt. Das gehört auch so weit dazu, er hätte locker 3 oder 4 weitere machen können gegen Illertissen. Mein Tipp ist 1-2. Ich denke, der FCM kassiert wieder ein Gegentor. Gewinnt aber trotzdem. Das wäre so wichtig für den Verein, das wäre so wichtig, um damit weiterzumachen, wo man aktuell ist, nämlich im positiven Trend. Es ist sehr richtungsentscheidend, dieses Spiel. Verlierst du, ist alles am Arsch wieder. Gewinnst du, ist wieder alles möglich.
Und deswegen ist es so wichtig, dieses Spiel auch positiv zu gestalten. Minimum Unentschieden muss es werden. Verlierst du, ist es komplett kacke. Und ja, ich stimme Sandra zu, es gibt in dem Sinne keine 6-Punkte-Spiele, aber es ist halt ein 6-Punkte-Spiel. Und deswegen ist es wichtig, da zu punkten. Und am besten dreifach. Schreibt eure Meinung so wie immer gerne in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig unterstützen. Eure Tipps sehe ich auch gerne, eure Meinung zum Spiel, wie wichtig es ist oder vielleicht auch nicht, sehe ich auch gerne. Vor allem, wenn als nächstes das Spiel Paderborn ansteht. Damit, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.